Orange Man greift nach Venezuela und nimmt Maduro in Haft. Er will Grönland zu Trumpland machen und droht Europa mit der Eskalation. Iran, Syrien, Zölle, Beleidigungen, Lügen und so weiter. Also die Welt spielt verrückt und es gibt mehr als genug Unsicherheiten, die sich wiederum an den Aktienmärkten und in unseren Depots sehr bemerkbar machen. Zum Glück geht es meistens nach dem Taco-Prinzip. Also Trump always chickens out. Dieses Taco-Prinzip hat die Börse zum Teil bereits kapiert und sagt jetzt, naja, es passiert ja eh nichts. Daher schwanken die Kurse bei weiteren Eskalationen von Doni nicht mehr so heftig wie noch im April 2025. Aber was, wenn die Spielereien von Doni dieses Mal wirklich zu einem echten Konflikt und einem Börsencrash führen sollte? Weißt du schon genau, was du da tun wirst und wie du da vorgehen willst? Genau darum geht es in diesem Video. Ich habe den Corona-Crash, den Bärenmarkt 2022 und den Zollkrieg-Crash miterlebt. Und in diesem Video zeige ich dir die 5 größten Fehler, die ich daraus gelernt habe und die du in einem Crash unbedingt vermeiden solltest. Dieses Wissen gebe ich jetzt an dich weiter, daher an der Stelle sei so nett und unterstütze den Kanal mit einem Like und lass ein Abo da, um das Video auf YouTube besser zu verbreiten und gleichzeitig, um dich besser kennenzulernen, schreibe die Antwort auf diese Community-Frage als Kommentar. Am besten jetzt das Video pausieren, Kommentar schreiben, den YouTube-Algorithmus auf die Probe stellen und dann weiterschauen. Danke dir. Fehler Nummer 1: in Panik verkaufen. Yep, das ist das Schlimmste, was du bei einem Crash machen kannst. Warum? Weil die Börse wie eine Tante mit extremen Stimmungsschwankungen ist. Morgens euphorisch, abends Weltuntergang. Sie reagiert auf Nachrichten immer übertrieben und versucht dich, mitzuziehen. Sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten. Und genau deswegen solltest du die Tante ganz kühl betrachten. Börsencrashs haben in der Regel eine sehr kurze Dauer und vielleicht erholen sich die Kurse bereits nach wenigen Monaten oder sogar Wochen wieder. Das heißt, auch wenn dein Broker komplett rot leuchten wird, verkaufe nichts. Ich werde auch nichts aus unserem 6-stelligen Depot in Panik auf den Markt werfen. Während der Corona ist unser Depot von plus 5% auf minus 30% gefallen und es ist in den News ständig Virus, Weltuntergang. Auch ich dachte da ein bisschen an das Videospiel Resident Evil. Aber ich habe meine ETFs nicht verkauft, sondern trotz Unsicherheit und ein bisschen Angst sogar das Gegenteil gemacht. Und so kommen wir direkt zu Fehler Nummer 2. In Panik kaufen. Stell dir einfach eine Szene vom Black Friday in den USA vor. Eine riesige Menschenmasse steht vor der Tür und beim Pfiff rennen alle rein und schnappen sich panisch den erstbesten Kram. Wenn du auf dem Weg alles panisch mitnimmst, kann es sein, dass in der hinteren Ecke die LED-Fernseher mit 80% Rabatt stehen. Du aber schon direkt am Anfang viel Zeit verloren und deine ganze Kohle bereits ausgegeben hast. So ähnlich ist es auch an der Börse, wenn es richtig crasht. Während des Corona-Crashs 2020 hatte ich noch nicht mal ein Jahr Börsenerfahrung. Und als auf einmal alle möglichen Aktien um 30, 50 oder 80% gefallen sind, habe ich angefangen, viele Titel völlig ohne Plan zu schnappen. Es ist zwar besser als im Crash gar nicht zu investieren, aber hier habe ich meine Lektion gelernt. Wir können ja mal kurz schauen, in was ich damals so investiert habe. Mein allererster Kauf war Microsoft für 260 Euro. Das war sicherlich die beste Wahl. Dann habe ich Daimler für 150 Euro gekauft, TUI für 100 Euro. ProSieben für 130 Euro, Warta für 216 Euro, Deutsche Bank 150 Euro, Adidas für 540 Euro, Boeing für 530 Euro. BioNTech und Moderna waren auch dabei. Mensch, bin ich froh, dass ich bei Microsoft und Apple groß eingestiegen bin und insgesamt jeweils 3.000 bis 4.000 Euro investiert habe. Dann habe ich BioNTech wieder mit 50% Verlust verkauft und so weiter. Und das ist nur ein kleiner Teil von all meinen wilden Hin- und Herkäufen. Wie du siehst, ich hatte wirklich keinen Plan, in welche Unternehmen ich welchen Betrag investieren soll. Und genau das war mein Fehler. Daher ein Tipp für dich, wie du eine ähnliche Situation besser meistern und die maximale Rendite rausholen kannst. Mach dir noch vor einem Crash Gedanken, welche Top-Aktien du gerne besitzen würdest. Ich persönlich habe immer ein
eine solche Liste auf meinem Handy. Da stehen die Unternehmen, mein Wunschpreis und die maximale Summe, die ich dort investieren möchte. Wobei der Gesamtbetrag nur dazu dienen sollte, dass du nicht dein ganzes Geld in nur ein Unternehmen butterst, sondern es ein bisschen auf alle verteilst. Und wenn es dann eines Morgens doch crasht und dein Handy knallrot leuchtet, bist du nicht in Panik. Oje, was soll ich jetzt kaufen? Diese Aktie oder lieber die? Du machst dir ganz entspannt ein Käffchen, schaust auf deine Liste, ignorierst alle Aktien, die nicht darauf stehen und packst nur die Qualitätsaktien in dein langfristiges Depot oder auch kurzfristiges Depot. Und so springen wir zu Fehler Nummer 3. All-in investieren. Da man bei einem Aktiencrash nie weiß, ob das Schlimmste schon vorbei ist oder ob das erst der Anfang war, wäre es ein Fehler, das ganze Geld auf einen Schlag zu investieren. Gehe daher nie mit einem kompletten Betrag an einem einzigen Tag oder in eine Aktie rein, sondern kaufe sie stückweise nach. Angenommen, ich persönlich möchte Amazon für unter 160 Euro und für insgesamt 5000 Euro aufstocken. Es crasht und direkt am ersten Tag fällt die Aktie auf 160 Euro. Da ich aber nicht wissen kann, ob das jetzt der Tiefpunkt war oder ob es in den nächsten Tagen noch weiter runtergeht, kaufe ich erstmal für 1500 Euro nach und beobachte den Markt. Wenn die Panik schnell vorbei ist und sich die Kurse erholen, naja, dann habe ich zwar nicht die gewünschten 5000 Euro investiert, aber ich habe einen schönen Nachkauf mit schneller Rendite getätigt. Aber wenn der Kurs in den nächsten Tagen um weitere 10% fallen sollte, dann ist das ja top. Ich habe noch Geld auf der Hand, investiere die nächsten 1500 Euro in Amazon und bekomme dafür sogar mehr Anteile. Genauso habe ich das mit Microsoft und Apple im Jahr 2020 gemacht und Ende 2022 bei Meta und Alphabet. Schön in Tranchen gekauft. Da man hier mehrere Käufe bzw. Nachkäufe tätigen muss, ist es umso wichtiger, auf einen Broker mit niedrigen bis gar keinen Ordergebühren zu setzen. Und so kommen wir zum vierten Fehler. Fehler 4: ein schlechter Broker. Ein günstiger und zuverlässiger Broker ist bei einem Crash genauso wichtig wie ein gutes Auto im Auslandsurlaub. Wenn du mit einem 3 Liter Benziner mit vielen Schwachstellen ab und zu mal zum Lidl fährst, ist das Auto relativ egal. Aber wenn du mit dem Wagen von Deutschland nach Portugal fährst, kann es sehr teuer werden, sowohl spritmäßig als auch reparaturtechnisch. Und genauso kannst du den Broker betrachten. Wenn du pro Monat nur 1 oder 2 Aktien kaufst, sind die Kosten überschaubar. Wenn du aber bei einem Crash oder im Bärenmarkt plötzlich öfter und in kleineren Tranchen nachkaufen musst, explodieren deine Kosten. In den letzten Jahren habe ich das Thema Ordergebühren, ziemlich oft ignoriert und war dann schockiert, als ich die Endabrechnung gesehen habe. Über 2300 Euro habe ich an Gebühren bezahlt. Das ist verdammt viel Geld. Wenn ich heute also von Null anfangen müsste, würde ich definitiv zu einem noch günstigeren Broker greifen. Ich habe mich zum Beispiel vor ein paar Wochen bei XTB registriert. Dort zahlt man bis zu einem Ordervolumen von 100.000 Euro pro Monat gar keine Gebühren. Diesen Broker nutze ich auch für mein Mini-Projekt mit dem KI-gestützten Depot und die letzten 20 Käufe und Verkäufe haben mich genau 0 Euro gekostet. Und das ist ein echter Gamechanger bei einem Börsencrash. Den Link zur Video-Playlist packe ich dir oben rechts rein. Außerdem ist das Thema Erreichbarkeit extrem wichtig. Im Zollcrash waren viele Neo-Broker und teilweise auch mein Trade Republic Depot wegen des hohen Aufkommens kaum erreichbar. Und ich könnte viele Aktien weder kaufen noch verkaufen. Das ist in einem Crash fast katastrophal, weil du einfach paralysiert bist. Da XTB sowohl für langfristiges Investieren als auch für Trading gedacht ist, ist die X-Station-Plattform viel besser für solche Ereignisse geeignet. Bei Trade Republic hatte ich zum Beispiel beim Crash von Novo Nordisk einen echt krassen Fall. Die Aktie fiel innerhalb einer Stunde von 50 Euro auf 40 Euro runter. Ich habe bei 40 Euro schnell einen Order platziert, dann verschwand der Kurs plötzlich und 3 Minuten später wurde mein Order bei 47 Euro ausgeführt. Also 7 Euro pro Aktie teurer als geplant. Ich habe mich übelst geärgert und wollte den Kundensupport anschreiben. Aber rate mal, ob ich da jemanden erreichen konnte. Nope. Und das ist ein Thema, das vielleicht am Anfang
Anfang deiner Börsenkarriere noch nicht relevant ist, aber später, wenn du ein 6-stelliges Depot hast, wird es kritisch. Wenn etwas mit deinen Aktien, Orders oder Steuern schief geht, willst du schnelle Hilfe bekommen. Bei Trade Republic habe ich da leider schon die schlimmsten Dinge gehört, zum Beispiel, dass man selbst bei Kartendiebstahl monatelang keine Hilfe bekommt. Bei XTB kannst du dagegen sowohl mit virtuellen Assistenten als auch mit echten Menschen sprechen und Hilfe bekommen. Daher bist du dort auch bei einem Crash gut aufgehoben. Denk also dran, ein guter Broker ist wichtig. Und für den Fall, dass du gerade einen neuen Broker brauchst, darf ich einen Bonus an dich weitergeben. Wenn du bis Ende Februar bei XTB ein Depot eröffnest, bekommst du eine Porsche Vorzugsaktie gratis geschenkt. Ganz wichtig, bei der Registrierung den Code HOME nicht vergessen, sonst kann die Gratisaktie nicht zugeordnet werden. Nach der Registrierung einfach in der App anmelden und die Gratisaktie bestätigen. Das war's. Ein schöner Grund, um einen günstigen Broker kennenzulernen, oder? Den Link zum Broker und den Code packe ich dir in die Videobeschreibung. Und zum Schluss Fehler Nummer 5. Ich warte, bis es sicher wird. Tja, wenn du dich beim Investieren in eine Aktie ziemlich sicher fühlst, dann ist es meistens schon zu spät. Wenn du aber denkst, das war's, die Welt geht unter, es wird nie wieder so wie früher sein. Genau das ist der beste Zeitpunkt zum Einsteigen. Als ich während Corona investiert habe, dachte ich, dass uns dieser Virus nie wieder verlassen wird und sich die Welt für immer ändert. Bei der Zollbombe von Doni im April 2025 dachte ich auch, okay, das war's mit der Globalisierung und dem Wirtschaftswachstum. Jeder wird jetzt die Zölle einführen und die Preise explodieren. Ist das alles eingetreten? Nope. Im Gegenteil, alle Aktien sind seitdem nur noch mehr gestiegen. Das heißt, wenn etwas Neues eintritt und die Börse die Zukunft nicht kennt, fällt sie sofort. Aber sobald etwas passiert, was es so ähnlich schon mal gab, reagieren die Märkte gelassen, weil es ja bisher immer gut ausgegangen ist. Daher merke dir, wenn in den News vom Weltuntergang die Rede ist, heißt es für uns jetzt kaufen. Aus diesen 5 Fehlern ergeben sich also folgende 5 Tipps, die du beim Crash unbedingt beachten solltest. Tipp 1. Verkaufe nichts, wenn die Märkte in Panik geraten. Tipp 2. Erstelle dir eine Einkaufsliste und kaufe strukturiert nur diese Aktien von dieser Liste. Tipp 3. Gib dein Budget nicht sofort aus, sondern investiere in mehreren Tranchen. Tipp 4. Such dir einen günstigen und zuverlässigen Broker aus, wie zum Beispiel XTB, und halte dort dein Cash für den Crash bereit. Bei XTB kriegst du übrigens aktuell 2,4% Zinsen aufs Euro-Depot und 3,4% aufs US-Dollar-Depot. Und Tipp 5, warte nicht ab, bis der Sturm vorbei ist. Meine besten Investitionen wurden genau an den unsichersten Tagen getätigt. Man sagt ja nicht umsonst, Millionäre entstehen in Krisenzeiten. Also mein Freund, ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen geholfen, um aus den dunkelsten Zeiten an der Börse das Beste rauszuholen. Wenn du schon ein erfahrener Investor bist, dann schreibe gerne deine weiteren Tipps unten in die Kommentare. Ich bin trotz meines 290.000 Euro Depots auch nicht der allergrößte Experte und freue mich über jeden hilfreichen Rat, also rein damit. Unterstütze das Video gerne mit einem Like, abonniere den Kanal für weitere Videos rund um Aktien, Börse und Finanzen, um unseren gemeinsamen Weg zur finanziellen Freiheit nicht zu verpassen. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.